Trugen alle Menschen im Mittelalter Schnabelschuhe? Mussten sich Frauen ihr Haar bedecken? Natürlich verwenden wir auch heute den Begriff dem Modediktat unterliegen. Aber vor allem aufgrund der Globalisierung oder auch der ständigen Verfügbarkeit preisgünstiger Kleidung können wir uns im Prinzip kleiden, wie wir wollen. Material, Schnitte, Formen, Farben, wir entscheiden, was wir anziehen möchten. Als jedoch im 15. Jahrhundert die Brüder Limbourg und später dann Jean de Colomb, les Tréricheurs du Duc de Berry, mit ihren wunderbaren Miniaturen gestalteten, galt eine Freiheit bei der Kleiderwahl, wenn überhaupt, nur für die obersten Schichten. Man muss dazu anmerken, dass die damalige Kleiderordnung nicht als Empfehlung zu verstehen war, sondern absolut bindend war. Man glaubte, durch unterschiedliche Kleider für unterschiedliche Stände die gottgewollte Gesellschaftsordnung besser aufrechterhalten zu können. Beim Durchblättern der Faksimile-Ausgabe lassen sich die damals herrschende Kleiderordnung, aber auch andere Unterschiede aufgrund von ökonomischen oder praktischen Aspekten sehr gut beobachten. So sehen wir auf der einen Seite, wie hier auf dem Kalenderblatt für Mai, die langen wallenden Kleider der Damen und die langen Umhänge der Herren in leuchtenden Farben. Oder auch wie auf dem Kalenderblatt für Januar die Pelzbesätze am Kragen oder auf der Kappe vom Duc de Berry selbst. Andererseits trugen zum Beispiel die Bauern auf dem Feld, wie auf dem Kalenderblatt für Juni zu sehen ist, weitaus kürzere Tuniken und die Kleider der Frauen waren auch um einiges kürzer. Einerseits mussten die Kleider für die arbeitenden Schichten bequemer sein und andererseits konnten sie sich eben auch nicht dieselben Stoffmengen leisten. Im Laufe des Mittelalters veränderte sich die Mode natürlich, wobei der größte Wandel im Laufe des 14. Jahrhunderts stattfand. Die Schnitte wurden raffinierter und erlaubten so individuellere und auch körperbetontere Kleidung. So kamen auch bei den Damen zum Beispiel Ausschnitte auf, die teilweise auch die Schultern zeigten. Ganz generell wurde die Kleidung in Schichten getragen. So trug etwa ein Herr aus einer oberen Schicht zuunterst ein Unterhemd aus feinem Leinen. Dann kam eine Tunika und Beinlinge und darüber eventuell noch ein Wams. Das Wams war sehr oft zweifärbig, was als Bipar bezeichnet wurde, also eine Seite in einer Farbe, die andere Seite in der anderen Farbe. Und ganz zuoberst konnte noch ein Umhang eventuell mit Kapuze getragen werden. Auch die Damen trugen zuunterst ein leinernes Unterhemd, darüber kam wiederum eine Tunika und dann darüber noch ein Kleid, manchmal an den Seiten geöffnet, in einer Kontrastfarbe. Um etwa 1400 war der Höhepunkt der Exzentrik beim Adel erreicht. Die Herren trugen lange Houblons oder extrem kurze Wämser zu zweifarbigen Beinlingen. Kurz gesagt, je unbequemer die Kleidung, desto höher der Stand des Trägers. Auch die Farben der Kleidung waren geregelt und unterlagen unterschiedlichen Kriterien. Während Leute aus den unteren Schichten ihre Kleidung entweder gar nicht färbte oder mit Pflanzenfarben, die leicht erhältlich waren, etwa Walnuss für die Farbe Braun oder Färberweid für die Farbe Blau, so konnten mit Indigo oder auch dem Sekret der Purpurschnecke viel leuchtendere Farben erzielt werden. Allerdings waren die aufgrund des exorbitanten Preises, aber auch aufgrund der Kleiderordnung den obersten Schichten vorbehalten. Einen Sonderfall stellt vielleicht die Farbe Gelb dar. Und zwar nicht das schöne Goldgelb, sondern ein eher blasses Gelb. Denn es galt zu verschiedenen Zeiten als Farbe der Geächteten oder von der Gesellschaft Ausgeschlossenen. So mussten in einigen Städten und Regionen zum Beispiel Prostituierte gelbe Kleider tragen oder sonstige gelbe Verzierungen auf ihrer Kleidung. Eine sehr große Bedeutung kam auch den Kopfbedeckungen zu.
So erlaubte sie zum Beispiel, zwischen verheirateten und unverheirateten Frauen zu unterscheiden. Dieses Detail hat sich bis heute zum Beispiel in einigen Trachten erhalten, zum Beispiel bei den Goldhauben in Österreich oder Süddeutschland, bei denen Mädchen und verheiratete Frauen unterschiedliche Modelle tragen. Wenn sich auch im Laufe des Mittelalters die Kopfbedeckungen veränderten, so kann man doch festhalten, dass verheiratete Frauen ihr Haar immer bedeckten. Und zwar mit einem Schleier, zusammen mit einem Gebände, wie man hier sehr schön sehen kann, oder auch noch festgehalten durch einen Schapell, wie auf diesem Bild. Dabei handelt es sich um einen metallenen Ring. Frauen aus niedrigeren Ständen wickelten sich zum Beispiel einfach ein Tuch um den Kopf. Eine von vielen Menschen am meisten mit dem Mittelalter in Verbindung gebrachte Kopfbedeckung sind zum Beispiel die seitlichen Hörner, wie man sie sehr schön auf dem berühmten Gemälde von Jan van Eyck, der Arnolfini-Hochzeit, sieht. Diese Struktur oder auch andere komplizierte Strukturen, wie zum Beispiel der Énin oder die burgundische Haube, waren natürlich den obersten Schichten vorbehalten. Bei den Männern gab es einfache Hauben, Barette oder Hüte in verschiedenen Ausformungen. Auch hier hing Form, Material und Größe natürlich vom Stand ab. So sehen wir zum Beispiel auf dem Kalenderblatt für April in Les Très Richeurs du Duc de Berry ganz besonders originelle bzw. kuriose Exemplare von Hüten. Während auf dem Kalenderblatt für Juni im Stundenbuch der Isabella von Kastilien der Bauer einen ganz einfachen Hut zum Schutz gegen die Sonne trägt. Einen Sonderfall stellten Kopfbedeckungen dar, die bestimmten sozialen Gruppen vorbehalten waren. Ein Beispiel hierfür ist der Judenhut, wie auf diesem Bild zu sehen. Dieser stammt ursprünglich aus dem persischen Raum und wurde ursprünglich freiwillig getragen. Dann jedoch wurde er zugunsten der Assimilierung immer mehr aufgegeben, was wiederum Druck von der christlichen Seite erhöhte, die weiterhin wollte, dass Juden auch als solche erkennbar seien. Das Tragen dieses Hutes als stigmatisierendes Kennzeichen wurde deshalb ab dem 13. Jahrhundert in vielen Regionen obligatorisch. Ein weiteres Beispiel sind auch Kopfbedeckungen für kirchliche Würdenträger, die sich teilweise bis heute erhalten haben, wie etwa der Kardinalshut oder die Bischofsmütze. Wir springen vom Kopf direkt zu den Füßen und widmen uns noch ganz kurz dem Schuhwerk. Die meisten Leute denken im Zusammenhang mit dem Mittelalter vor allem an die Schnabelschuhe oder Schnabelstiefel. Diese waren vor allem im 14. Jahrhundert modern. Auch hier gilt wiederum, je länger und spitzer der Schuh, desto höher der Stand des Trägers. Bei den oberen Ständen waren die Schuhe meist aus feinstem Leder und teilweise auch sehr schön verziert. Ein interessantes Detail ist auch, dass man im Zusammenhang mit dem Schuhwerk eigentlich nur jenes der Herren beschreiben kann. Denn die Damen der oberen Stände durften ihre Beine und Füße nicht zeigen, weswegen auch auf den meisten Miniaturen immer nur die Schuhe der Männer abgebildet sind und man bei den Damen nur die langen Kleider sieht. Die unteren Stände trugen entweder gar keine Schuhe oder geschnitzte Holzschuhe oder Bunnschuhe. Dafür wurde ein Fleck Leder um den Fuß gewickelt und mit einem Riemen oberhalb des Knöchels festgebunden. Natürlich hat die Kleidung im Laufe der 900 Jahre des Mittelalters große Veränderungen erfahren. Und dieses Video soll auch nur einen ganz kleinen Einblick bieten. Außerdem haben wir uns besonders auf das Spätmittelalter konzentriert, weil dazu das meiste Bildmaterial zur Verfügung steht. Selbstverständlich würden wir uns aber sehr über weitere Themenvorschläge oder Anregungen aller Art in den Kommentaren freuen. Vielen Dank! Wenn Sie mehr über das Mittelalter erfahren möchten, folgen Sie einfach unserem Kanal.